Arena-Kämpfe würde ich schon sagen, dass das da trotzdem geht. Hä? Habe ich den jetzt besiegt? Ja. So. Dann XP abholen. Und da sind wir schon Stufe 3. Ja. Lol. Das ist... Jetzt! Let's go! Und wir sind Stufe 5. Alter, das habe ich noch nie geschafft. Stufe 5, ohne eine einzige Quest zu spielen. Suchiro war hier vorhin schon im Chat. Ich weiß nicht, ob das der richtige Suchiro ist. Let's go! Der hatte auch schon gesagt, der hat Stufe 6 erreicht, ohne einmal Alu zu spielen. Und jetzt haben wir es auch geschafft, ja? Alter, das ist das allererste Mal, dass ich das überhaupt geschafft hatte in Shakes & Fidget, Stufe 6 zu erreichen, ohne Abenteuerlust zu spielen. Muss ich mir mal kurz einen Screenshot machen für das Video morgen, ansonsten glaubt mir das keiner. 100 Alu und Stufe 6, ohne einmal hier Alu gequestet zu haben. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes & Fidget. Wir haben Sonntag, wir gucken rein, was auf EU22 so passiert ist. Ich habe bisher noch nichts weiter großartig mir jetzt das Wochenende über angeschaut. Ja, seit Samstag früh war ich jetzt hier nicht mehr drin. Mal gucken, was die Leute für ein Level hier mittlerweile erreicht haben. Ansonsten habt ihr ja vorab jetzt schon gesehen gehabt, und zwar hatte ich auf dem Server hier das erste Mal Stufe 6 erreichen können, ohne ein einziges Mal Abenteuerlust zu verbrauchen. Ja, wir hatten ja beim EU20-Start im Account von Hunrizzle schon mal probiert, so weit wie möglich zu kommen vom Level her, damit man halt mit möglichst hoher Stufe reinstarten kann in die Abenteuerlust. Weil das Ding ist halt, umso höher ihr im Level seid, umso besser wird natürlich auch die Abenteuerlust zum Anfang des Spiels, und deswegen möchte man möglichst wenig Abenteuerlust verbrauchen, weil das natürlich täglich begrenzt ist und diese natürlich bestmöglich nutzen. So, ne? Und ja, das haben wir tatsächlich geschafft. Ihr habt es ja gesehen, ich hatte mich mit den Arena-Kämpfen hochgepusht auf Stufe 2, habe dann das Trainingscamp auf Stufe 2 freigeschaltet. Durch die täglichen Belohnungen bin ich auf Stufe 3 gelangt. Dann durch, dann durch die Dungeons auf Stufe 4 und ja, hatte dann noch die zweite tägliche Aufgabe dann erledigt, also zweimal XP abgeholt, Stufe 5, und mit dem letzten Dungeon dann nochmal Stufe 6 erreicht, zwischendurch nochmal neu equipped und habe dann erst angefangen, Abenteuerlust zu questen. Ja, und dann ist natürlich auf Stufe 6 sind die Quests natürlich, geben die deutlich mehr XP, als wenn man jetzt direkt auf Stufe 1 reinstarten würde. So, ne? Und ich finde persönlich, das ist auf jeden Fall eine sehr solide Taktik, um zum Anfang halt eben gut ordentlich Meter zu machen, nicht viel Alu zu verbrauchen. Und ich glaube, dass das auch eventuell, ich weiß nicht, wie das die Top-Spieler gemacht haben, aber dass es auf jeden Fall auch Meta werden könnte, sag ich mal. Ne? Dass man sich erst so weit hoch levelt und dann erst reinstartet mit der Abenteuerlust. Bis dahin hat eure Gilde dann die Ausbauten dann auch soweit dann schon fertig. Alle Leute sind in der Gilde drin, alles ist ausgebaut, und dann könnt ihr da mit einer richtig schön ausgebauten Gilde dann hier auch schon reinstarten mit guten Lehrmeister- und Goldschatzboni, ne? Und habt dann am Anfang ein bisschen Zeit, um dann halt eben zu leveln. Ja, dann ist es ganz easy, dann braucht man nur noch ein paar kleine Quests, bisschen Alu auf Stufe 10, und dann kann man sich ja schon mal neu equippen und schon mal dann weiter questen in den Dungeons, Sammelalbum füllen und dann feuerfrei. Ja, ansonsten, das ist auf jeden Fall so das, was ich jetzt dieses Mal getried habe. Es hat wunderbar funktioniert und ja, genau. Ansonsten sind wir heute Abend nochmal live auf EU22, gucken uns den Endrun des Wochenendes an, mal gucken, was die Leute bis Sonntag bzw. Montag 0 Uhr halt eben so hinbekommen. Wir werden nochmal Epic Event spielen, ist auf jeden Fall einiges an Potenzial da. Pilze, geht so, müssen wir gucken, ob wir das hinbekommen, hier uns komplett damit episch auszustatten. Ja, weiß ich noch nicht, ob wir es schaffen, und ansonsten riskieren wir mal einen Blick in die Ehrenhalle rein. Ja, die ersten Ränge. Wen haben wir da am Start? Und zwar Kovo. Ja, der hatte gestern in der Früh schon, da hatte ich schon gelivestreamt gehabt, beziehungsweise mittags rum so, Stufe 220 gehittet. Und ja, hat hier auf jeden Fall schon gut einen aufgelegt. Ansonsten haben wir hier noch jemand, der auch jetzt neu mit dabei ist. Ich weiß gar nicht, hatte vorher wahrscheinlich auch schon eine solide Stufe gehabt, aber der Name ist mir jetzt noch nicht ganz so aufgefallen. Just
Justra Fall, ja, mit 215 hier am Start, auch nicht schlecht. Und AMR, unser Tag 1 Rekordhalter jetzt hier mit Stufe 218. Also es wird auf jeden Fall so ein kleines Rennen werden, vielleicht zwischen den dreien hier, ja. Ansonsten haben wir hier halt noch ein paar Leute, die auch relativ hoch sind, ja. Hachi hier mit 184, Paradoxal hier mit 71. Dann haben wir noch ganz viele hier im 170er Bereich so, ne? Also die sollte man auch nicht alle abschreiben hier auf jeden Fall. Und ja, also da wird es, denke ich mal, auch noch relativ spannend werden in den Top-Rängen. Ja, ansonsten muss man natürlich gucken. Der Elevator auf dem Server zeigt tatsächlich ganz gut an, wie die Stärkeverhältnisse sind hier. Ja, in den Top-Rängen sieht man vielleicht hier und da so ein paar Gilden, wo man könnte meinen, okay, ja, Forever 22 ist zwar schon am Führen, aber es sind auch viele andere hier, es ist gut gemischt, aber hier in der Elevator Ehrenhallen-Rangliste sieht man dann doch relativ gut auf jeden Fall den Abstand und vor allen Dingen sieht man auch, wie aktiv der Server in Bezug auf die Gilden ist, beziehungsweise generell, wie viele aktive Spieler hier drauf sind, beziehungsweise wie hoch die Konkurrenz ist. Ja, und da sehen wir halt eben ganz klar zwei Top-Gilden, die hier den Server dominieren. Dann eine Gilde auf Platz 3, die so ein bisschen, ja, so in ihrer eigenen Liga spielt. Ne, Platz 4 ist auch noch relativ weit oben mit dabei. Und dann sehen wir hier schon einen relativ großen Abstand zwischen der Platz 4 und Platz 5 Gilde. Ja, und dann sehen wir hier halt die Gilden, die ja vielleicht auch teilweise gut pushen, ja, teilweise auch Geld reinknallen, aber das ist absolut gar kein Vergleich zu den Leuten, die, beziehungsweise zu den Gilden, die auf EU20 gespielt haben. Wir haben jetzt mittlerweile, lasst mich schauen, 18.680 Spieler hier registriert auf dem Server. Ja, das war zu erwarten, dass auf EU22 jetzt nicht so die Masse an Spielern hier stattfindet, so, sondern eher so vereinzelte Gilden bzw. einzelne Spieler hier das wirklich wissen wollen und hier halt eben Gas geben. Und ja, so ist es halt eben auch gekommen. Ne? Hier ist kein Avatar-Race auf dem Server, das ist kein Jubiläum-Server, das ist kein runder Server, so, ne? Deswegen, ja, aber die Startbedingungen waren für EU22 halt wirklich sehr, 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 sehr gut gewesen und deswegen haben es halt auch einige Leute versucht, die Rekorde zu brechen und wir haben ja halt auch eben in ganz, 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 ganz spannenden Situationen den Tag 1 Level-Rekord halt eben auch beobachten dürfen und das hat auf jeden Fall ziemlich Bock gemacht und war auf jeden Fall ein erfolgreicher EU22 Serverstart. Für mich persönlich, wie ich es so wahrgenommen habe. Ne? Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie es jetzt in Zukunft hier weitergehen wird. Ja, ich bin weiterhin hier bei Radiator Springs unterwegs, spiele hier ganz, ganz gechillt so ein bisschen meine Alu runter, pushen ein bisschen Dungeons und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen werden, beziehungsweise wie lange wir hier in der Gilde auf dem Server spielen. Ja, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen die Tage beobachten, was die Leute hier machen, weil es ist natürlich auch sehr interessant mit dem neuen Toiletten-Feature und so weiter und so fort. Ja, Elevator Server Start und dann haben wir jetzt auch noch bald den LD, ja, wo wir dann auch nochmal gut Progress sehen können, dass es sein kann, dass wir eventuell ein paar Level-Rekorde sehen werden, vielleicht Stufe 300er Rekorde, neue aufgestellte. Kovo vielleicht Kunigunde mit einem Kundschafter, ja, mal gucken, AMR vielleicht mit einem Nekromant und Justra Fall vielleicht mit einem DH, muss man gucken, muss man abwarten, vielleicht sind hier auch noch mehr Leute am Start, die hier noch weitere Rekord-Tries versuchen, sind vielleicht aber da noch nicht so hoch im Level, kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Klasse an. Ich sehe hier zum Beispiel jetzt gar keinen einzigen Battle Mage als Beispiel jetzt, ja. Wo haben wir hier einen Battle Mage? Die sind hier gar nicht vertreten irgendwie auf dem Server. Also, ja, spricht mal wieder Bände. Die Klasse ist zum Serverstart leider relativ unbeliebt. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich hier schon einen verpasst? Ne, ich muss noch einen verpasst haben, oder? Hier sehe ich jetzt einen auf 160, Torwolf, mit Stufe 58. Ja, es ist halt, wenn man den nicht durchknallt, ne? Also wenn man da nicht richtig viel Geld reinsteckt, ja, und den richtig krass spielt, dann kannst du als Battle Mage zum Serverstart nicht oben mithalten, so, ne? Deswegen wenn ihr wirklich Battle Mages seht,
an den ersten Tagen, auf den ersten Plätzen, dann könnt ihr gewiss sein, die haben deutlich mehr reingesteckt an Geld als zum Beispiel Necromant oder andere Server-Starter-Klassen, die gut pushen. Ja, weil die es natürlich deutlich leichter in den Dungeons haben. So, und deswegen, das ist halt eben so das große Ding. Ja, ohne Scheiß, es ist wirklich tatsächlich der erste Battle Mage hier unten auf 160. Das ist der höchste Battle Mage hier. Also das ist wirklich verrückt, ja. Der arme Battle Mage. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber trotzdem eine sehr, sehr coole Klasse. Ich halte die Fahne weiterhin oben. Für die Battle Mages auf jeden Fall. Ja, da lassen wir uns nicht lumpen. Da wird der Stufe 700er BM ganz groß gefeiert. Ja, da müssen wir ein bisschen die BMs ein bisschen zurückholen hier. Ja. Okay, Freunde. Ansonsten, wie gesagt, ich bin heute Abend nochmal live. Wir gucken nochmal, was hier so abends passiert auf dem Server. Und dann werden wir mal schauen. Ansonsten, ja, wie gesagt, sehr interessant. Mein persönlicher Rekord, den ich gebrochen habe, Stufe 6 ohne Alu zu spielen. Ja, auch ziemlich nice. Viel mehr geht nicht. Stufe 7 ist, glaube ich, nicht machbar. Ich hatte keine Dungeons mehr offen. Die täglichen Quests waren weg. Also ich habe da kein Potenzial mehr gesehen, muss ich sagen. Deswegen, ich glaube, so Stufe 6 ist momentan das Maximalste, was du so erreichen kannst. Ne? Bis dahin war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.